Da ist das Leben so verloren. Das ist eine Person, der mit mir immer jeden Tag zur Schule in Mosambik war. Und dann wir haben entschieden, nach Deutschland zu kommen. Ja. Hallo, Hi, hallo. ich bin Lisa. Und ich bin Ibrahim. Dann komme ich nämlich zur Frage an dich, wie du den Rassismus am Anfang in Deutschland, also spezifisch in der DDR, erlebt hast und wie du ihn heute erlebst oder halt im Vergleich zu heute. Ja, in der DDR waren andere strukturell und auch war lustige Sachen, weil manche, wie gesagt, manche haben Entschuldigung gemacht. Und dann, ja, was ist, ne, ich kann nicht was machen bei Ihnen. Das, ja, macht dann. Dann haben sie hier so gemacht, dann geguckt auf die Finger und gesagt, es ist nicht schwarz. Das geht nicht. Es ist ein Original. Man hat darüber gelacht. Das waren die Momente, um dich richtig anzufassen und kennenzulernen. Und dann jetzt nicht. Jetzt ist sehr dramatisch. Nach der Wende und alle, man hatte viele Kämpfe. Ich habe auch Leute, Freunde, fast Verwandten, die haben das Leben verloren, die wurden umgebracht, weil ich Schwarze bist. Ich habe so viele was erfahren. Ich habe sogar eine Freunde, der in der Wendezeit, so war nicht Wendezeit, war noch DDR, und kommt mich besucht in Berlin und dann in einen Freitag und am Sonntag begleitet ihn in Lichtenberg, war Hauptbahnhof, und dann eingestiegen nach Dessau, und dann in Dessau, dort haben sie gewartet, die auf ihn sind eingestiegen im Zug, und dann haben sie gesagt, ja, wir haben dich gewartet, du steigst nicht raus. Haben sie im Waggon gehalten und dann haben sie ihn gefesselt. Und dann die Tür, die 86 war das, und dann die Tür konnte man mit Gewalt aufmachen. Und dann haben wir aufgemacht und haben sie ihm in die Füße gefesselt, und dann haben sie mit dem Kopf auf die ganz langsam rein in einem Waggon, und dann mit dem Räder von dem Zug den Kopf ab und dann ihr ab. Und da ist das Leben so verloren. Das ist eine Person, der mit mir immer jeden Tag zur Schule in Mosambik war. Und dann wir haben entschieden, nach Deutschland zu kommen. Da war das sehr dramatische Situation, ja. Und das jetzt war auch die Deutsche, sagen wir, aber jetzt ist kein Deutsche, sondern alle sind gegen einen Mensch aussehe, so für mich schwarz. Es ist der Letzte, und jeder kann machen, was er will, und jeder jagt dich. Und Ja, man muss eigentlich irgendwie immer Angst haben. Ne? Ja. Was bedeutet für dich Zivilcourage? Zivilcourage ist klar. Es ist auch schön, dass wenn solche reagieren mit Zivilcourage und alle, und dann da begrüße ich auch sofort, das ist schön, dass es euch gibt. So, dann die nehmen mich aus der ganzen Angst, weil die gibt es welche, die verfolgt dich. Aber wenn Zivilcourage, die merkt das, und das ist sehr interessant, Zivilcourage für diese neue heutige Gesellschaft. Ja. Zivilcourage. Also ich finde halt, Zivilcourage sollte viel öfter passieren, auch in Bezug auf jegliche Diskriminierung. Und ich finde es halt, also das hatte ich, glaube ich, vorhin auch kurz gesagt, wenn halt so Begriffe reproduziert werden oder Angriffe oder so, und Leute kriegen das mit, die meisten drehen sich weg und sind so völlig bestürzt und so. Und du stehst halt als betroffene Person selber da und musst halt gucken, wie komme ich jetzt aus dieser Situation heraus? Wie schaffe ich das jetzt, verletzungsfrei da halt herauszukommen? Und ich finde halt, die Leute sollten halt viel mehr, also vor allem auch weiße Menschen, sollten viel mehr sich dafür stark machen, weil es ja auch für Betroffene so viel bedeutet, wenn man merkt, okay, ich bin nicht alleine. Es gibt Leute, die helfen mir. Ja, die meisten drehen sich weg und gehen oder haben halt, also ich will auch nicht sagen, dass man jetzt dazu verpflichtet ist, wenn man jetzt irgendwie selber Angst um sein Leben hat oder so, aber ich fände es halt viel, viel schöner, wenn die Leute wirklich, sei es halt auch einfach nur irgendwie ein Wort oder so, oder zu sagen, ey, das geht nicht. Ne, man muss ja jetzt nicht irgendwie gleich jetzt sich da vorstellen oder so, sondern einfach irgendwie dem Betroffenen zeigen,
Ich bin da. Ja. Du bist nicht alleine. Ist die Erklärungsarbeit in Deutschland ausreichend? Was würdest du ändern wollen? Also ich würde sagen, nein. Ich finde sie nicht ausreichend. Und ich würde mir wünschen, dass vor allem bei Kindern viel mehr gearbeitet wird im sozialen Kontext, also Schule, auch Kita und sowas, dass man viel mehr dort ansetzt. Es wird ja kaum darüber geredet. Also ich denke mal, wir befinden uns auf einem guten Weg, aber es könnte noch viel, viel mehr passieren. Sei es jetzt Beratungsstellen, sei es Sozialarbeiter, sei es wirklich auch zum Beispiel Lehrpersonal da drin schulen. Ja, oder auch in den Betrieben. Vor allem in Betrieben, wo man arbeitet, sollte es Diversity-Programme geben und sowas, dass halt Menschen ein sicherer Raum gegeben wird, sich wohlzufühlen. Nicht irgendwie mit Angst auf Arbeit zu gehen oder so, dass sie da irgendwie angegriffen werden. Heutigen Tag manchmal bin ich sehr traurig, weil die nicht bereit sind, die jungen Leute, die heutigen Tag da sind, um das natürlich weiterhin die Gesellschaft in Hand zu nehmen. Komm, was ist denn dein persönliches Idol? Also ich würde dann einfach nehmen, also Nelson Mandela hat immer so gesagt, also die Menschen würde immer Ärger geben und so würde immer gehen, aber sollen wir nicht so zu Krawall, zu Blut kommen, das nicht. Das müssen wir dann achten und das ist, was ich wünsche. Ich glaube, mein Idol sozusagen kann ich schwer sagen, also auf jeden Fall Nelson Mandela. Also ich komme ja zur Hälfte aus Südafrika irgendwie, das war so eine sehr große Figur. Und Angela Davis, weil ich habe sie tatsächlich persönlich getroffen. Da war ich, weiß nicht, 5 Jahre alt, glaube ich. Und sie ist schon so eine ziemliche Ikone. Ja. Vor allem was den schwarzen Befreiungskampf betrifft, sage ich mal. Und da würde ich schon sagen, für mich ist sie schon eine sehr große Ikone einfach. Ja. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen? Also ich wünsche die Verständnis und die Aufmerksamkeit zueinander, ja, und den Blick nach vorne für die Zukunft gemeinsam schauen und alles so. Das sind meine Wünsche. Ich wünsche mir auf jeden Fall Frieden, dass Rassismus aufhört, also dass wir dafür aktiv kämpfen, dass generell Diskriminierung aufhört. Und ich wünsche mir auch eine Welt, in der wir alle gleich sind und alle irgendwie gemeinsam leben und dass es halt auch nicht irgendwie Superreiche gibt und so, sondern dass wirklich alle Menschen die Chance auf ein faires Leben haben, egal woher sie kommen, egal wo sie geboren wurden, egal welche Familienverhältnisse sie haben und so, dass jeder die Chance hat, sorgenfrei leben zu können und dass wir halt auch noch unsere Kinder irgendwie in eine Welt schicken, wo man keine Angst haben muss, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, 30 Jahre nur leben können und dann ist die Welt kaputt. Das wünsche ich mir. Ja.